Hallo meine Freunde, hola Madridistas, ich wünsche euch allen einen schönen 1. Mai, genießt den Feiertag. An diejenigen, die trotzdem arbeiten müssen, vielen Dank, dass es euch gibt, ohne euch würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Ja, Schluss jetzt damit, kommen wir zu Real Madrid und ich habe heute eine Menge Themen für euch. Auf der einen Seite Eskalation in der Kabine von Real Madrid. Und zwar soll Dani Ceballos und Álvaro Arbeloa aneinander geraten sein. Das Ganze geht so weit, dass Ceballos in der Kabine gesagt hat, ich möchte nicht mehr, dass Álvaro Arbeloa noch einmal Kontakt mit mir sucht. Das Thema ist durch. Was da los ist, da bringe ich euch auf den letzten Stand. Dann unterhalten wir uns mal wieder über die Trainerthematik. Gestern habe ich euch gesagt, Marca sagt A, A sagt B und heute habe ich einen Beweis dafür. Es ist absolut verrückt. Ist Jürgen Klopp wirklich raus aus dem Trainerrennen bei Real Madrid? Das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Und zu guter Letzt, es gibt Neuigkeiten rund um Enzo Fernandez. Denn laut OK Diario möchte Enzo Fernandez alles dafür tun, dass er nach Real Madrid kommt. All das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, absolut verrückt, was bei Real Madrid dieses Jahr alles passiert ist. Vom ersten Streik gegen Xabi Alonso in der Kabine, über die Streitereien von Vini, Mbappé, Valverde, Bellingham, mit Streit jetzt auch mit einem Arbeloa. Also es ist wirklich unglaublich. Das ist all das, was man von einer Mannschaft wie Real Madrid nicht erwartet. Ich sage immer wieder, wir sind ein dysfunktionaler Club und es kommen auch die ersten Informationen, die ersten Stimmen aus Spanien, die das Ganze mehr oder weniger bestätigen, die sagen, Real Madrid hat noch keinerlei sportliche Führung für die nächste Saison. Es ist ein riesen Durcheinander, ein riesen Machtvakuum, weil man nicht weiß, wer welche Rolle im Verein übernehmen soll. Ja, es würde zumindest einiges erklären. Es würde auch erklären, warum ich gestern gesagt habe, ich habe in über 20 Jahren Berichterstattung noch nie so ein Durcheinander erlebt wie in diesem Jahr. Und die spanische Presse ist sowieso schon verrückt. Aber dieses Jahr liest du um 11 Uhr die eine Sache, um 12 Uhr das Gegenteil, um 13 Uhr wird das Gegenteil dementiert, dann wird um 14 Uhr die erste Aussage dementiert. Jeder hat Insider-Informationen, jeder sagt dir was anderes. Und ich werde einfach nicht das Gefühl los, dass der Vorstand von Real Madrid oder diejenigen, die da um die Macht kämpfen, jeweils an die Journalisten ihrer Wahl immer wieder Infos preisgeben, dass die Journalisten schon mit bestem Wissen und Gewissen das weitergeben, was sie vom Verein hören. Aber im Verein gibt es nicht einen, der filtert oder einen, der Informationen durchsickern lässt, sondern 5 oder 6. Ja, und das würde das Durcheinander erklären. Ja, und dieses Durcheinander hat man in dieser Saison auch auf dem Fußballplatz gesehen, muss ich so sagen. Bin ich gespannt, wie das Ganze am Sonntag läuft. Da spielen unsere Jungs nämlich gegen Espanyol Barcelona. Das erste von 2 Auswärtsspielen in Barcelona. Unsere Jungs, ich blende es euch ein, haben sich auf dem Trainingsplatz natürlich vorbereitet. Das sind Bilder vom gestrigen Training. Mittwochs hatte die Mannschaft frei. Wochenende hatte die Mannschaft auch frei. Wir haben ja Freitag trainiert. Samstag, Sonntag war frei. Mittwoch ist auch frei. Nö, super. Läuft super. Die sollen sich ausruhen. Für den Endspurt, in dem es um nichts mehr geht. Ja. Wie dem auch sei, ihr seht, es gibt auch gute Nachrichten im Trainingsvideo. Denn Thibaut Courtois ist wieder auf dem Trainingsplatz, hat einen Teil des Trainings mit der Mannschaft abgeschlossen. Hierzu diese Information. Courtois macht einen weiteren Schritt in Richtung El Clasico. Das Ziel des Belgiers ist es, wie auch das von Mbappé, für das Spiel gegen Barcelona am 10. Mai fit zu sein. Real Madrid kehrte nach dem trainingsfreien Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück. Die Einheit verlief ohne große Überraschungen. Courtois nahm an einem Teil der Einheit teil und verfolgte weiterhin das Ziel, für den Clasico am 10. Mai im Camp Nou fit zu sein. Dieses Ziel teilt er mit Mbappé. Beide stehen daher in Arbeloas Planungen für Real Madrids erstes Auswärtsspiel in Barcelona in nur einer Woche am kommenden Sonntag gegen Espanyol nicht zur Verfügung. Also das ist ein bisschen unglücklich formuliert. Übermorgen gegen Espanyol Barcelona wird sowohl ein Courtois als auch Kylian Mbappé nicht dabei sein, aber beide wollen unbedingt eine Woche später im Clasico dabei sein. Ja,
Thibaut Courtois ist wirklich einer der wenigen, dem ich in dieser Saison keinen Vorwurf mache. Im Gegenteil, wenn ich so die Leistungen von Lunin gesehen habe und die mit Courtois vergleiche, und das soll kein Vorwurf an Lunin sein. Lunin macht alles, was in seiner Macht steht, aber Courtois ist mit Abstand der beste Torhüter der Welt. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wo wir in dieser Saison ohne Thibaut Courtois gewesen wären. Also eine ohnehin schon schlechte Saison hat ein Thibaut Courtois noch halbwegs gerettet. Wir müssen uns wirklich vorbereiten auf die Zeit, wenn ein Thibaut Courtois mal nicht mehr ist. Ja, wie dem auch sei, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Ein Spieler, der am Sonntag gegen Espanyol Barcelona auch nicht mehr spielen wird. Und gegen Barcelona dann auch nicht. Und danach die Woche auch nicht. Ein Spieler, der anscheinend keine Minute mehr für Real Madrid spielen wird. Diese Information kam heute vom Marca, ist inzwischen aber von anderen Quellen auch schon bestätigt worden. Und zwar hat ein Dani Ceballos einem Álvaro Arbeloa gesagt: Rede nicht mehr mit mir, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Lesen wir uns diese Information zusammen einmal durch. Ceballos in der Umkleidekabine. Ich habe den Trainer gebeten, keinen Kontakt zu mir aufzunehmen. Der Spieler informierte seine Teamkollegen über den Streit mit Arbeloa und räumte ein, dass er wahrscheinlich nicht mehr nominiert werden würde. Ich habe den Trainer gebeten, keinen Kontakt mehr zu mir aufzunehmen. Ceballos hat sich vor einer Woche von Real Madrid verabschiedet. Er trainiert zwar weiterhin, gehört aber nicht mehr zum Team. Er arbeitet zwar mit der Mannschaft, wurde aber nicht mehr für die Spiele nominiert. Dies wird bis zum Saisonende so bleiben, sofern der Verein seine Entscheidung nicht ändert. Angesichts der Umstände ist dies jedoch höchst unwahrscheinlich. Der Fall Ceballos begann letzten Freitag, nachdem er nicht für das Spiel gegen Betis nominiert wurde, und ist nun noch nicht abgeschlossen. Es gibt kein Zurück mehr. Der nächste Schritt wird sein Abschied von Real Madrid sein. Alles begann nach einem Gespräch mit Arbeloa. Ceballos kam letzten Donnerstag in Valdebebas an, ging ins Büro des Trainers, kam wieder heraus und gab dann zurück in die Kabine bei seinem Teamkollegen zu, dass er den Trainer gebeten hatte, ihn aus dem Kader zu streichen. Der Spieler deutete an, dass es persönliche Probleme mit Arbeloa gab und dass er glaubte, nicht mehr nominiert zu werden. Er begründete diese Warnung damit, dass er die Mannschaft nicht belasten wollte, da er großen Respekt vor all seinen Teamkollegen habe. Die Mannschaft nahm die unerwartete Nachricht auf, aber in dieser Saison ist schon so viel passiert, dass heutzutage nichts mehr wirklich überrascht. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Könnt ihr euch im Marca gerne durchlesen. Ja, und das ist ein typisches Szenario. Es ist eigentlich ein Armutszeugnis für eine Mannschaft wie Real Madrid. In dem Artikel steht auch noch, dass der Vorstand sich komplett hinter den Trainer stellt und Dani Ceballos am Ende der Saison verkauft werden soll. Und ich frage mich, wo war diese Unterstützung vom Vorstand, als ein Xabi Alonso die gebraucht hat? Als auf der anderen Seite nicht ein Dani Ceballos war, der nicht mehr langfristig für Real Madrid spielen wird, sondern als auf der anderen Seite ein Vini, ein Bellingham, ein Valverde standen. Also, wenn es eine Sache gibt, die ich nicht ausstehen kann, ist Ungerechtigkeit. Und mir ist egal, dass ein Bellingham, ein Valverde, ein Vini auf dem Fußballplatz mehr zeigen oder mehr Qualität haben als ein Dani Ceballos. In der Kabine sollte das keinen Unterschied machen. Jeder Spieler von Real Madrid hat den gleichen Respekt verdient. Und es hat mich schon aufgeregt im Laufe der letzten Jahre, dass immer wieder die Kleineren die Scherben aufgehoben haben für die Größeren. Ich erinnere mich noch daran, als ein Ancelotti bei einem Arda Güler eine riesen Szene gemacht hat. Ich glaube, in Liverpool war das, als der einmal irgendwie einen Ball verloren hatte oder irgendwas. Ja, und wie gesagt, für mich ist das einer Mannschaft wie Real Madrid unwürdig, dass Spieler in der Kabine unterschiedlich behandelt werden. Entweder man ist strikt und streng zu allen oder nicht. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es in der Kabine so brodelt. Weil einige Spieler seht, dass es für einige Spieler gleicher ist als für andere. Ja, es ist nur noch ein Kopfschütteln und es verwundert mich nicht, dass in der Kabine keiner mehr überrascht war. Die sind, glaube ich, alle schon gebrochen von dieser Saison. Ja, das waren die zwei Themen, die aktuell zur Kabine von Real Madrid. Wer soll diese Kabine leiten? Und diese Frage ist unglaublich schwer zu beantworten. Denn gestern aus dem Nichts hieß es, also
Bisher hieß es immer wieder, es wird entweder Klopp oder Mourinho. Das sind die letzten beiden Kandidaten. Gestern kam dann die Information, sowohl vom AS, von José Félix Díaz, dem Direktor vom AS, als auch von El Larguero, dass ein Klopp raus wäre aus dem Rennen. Hören wir uns das zusammen einmal an. Die Option, die jetzt für die Trainerbank von Real Madrid ausgeschlossen wird, aus diesem Strauß von Trainern, die seit mehreren Tagen im Gespräch sind, und du hast es um 8:30 erzählt, Jürgen Klopp, adios. Er schien wirklich das Hauptziel zu sein. Er schien tatsächlich der absolute Wunschtrainer zu sein. Was heute bekannt wird, ist, dass er kein Kandidat für das Traineramt bei Real Madrid ist. Nicht, weil er abgesagt hätte und auch nicht, weil er die deutsche Nationalmannschaft vorgezogen hätte. Er wird schlichtweg nicht unter den Kandidaten sein. Die Kollegen der Tageszeitung AS berichteten es. Heute Nachmittag online. José Félix Díaz schrieb diese Meldung. Gallego hat es bei Cadena SER berichtet. Und was Gallego sagt, ist, dass er nicht Realtrainer wird. Nein, Gallego ist klasse und die Kollegen von AS auch, aber wir haben hier schon Montagabend gesagt, dass Klopp keine Option ist und ich darf nicht sagen, warum er keine Option ist, aber der ist keine Option. Klopp wird nächstes Jahr nicht trainieren, weder Madrid noch irgendein anderes Team. Also keine Option. Weder für Madrid noch für sonst wen. Es sei denn, die Situation ändert sich radikal, Klopps persönliche Situation. Ja, ihr habt es selber gehört, ein Klopp ist raus. Der eine deutet doch irgendwie an, dass es persönliche Gründe bei Klopp hätte. Wenn sich das nicht ändern würde, dann würde Klopp sowieso keine Mannschaft trainieren. Solche Andeutungen, er dürfte nicht darüber reden. Was meint er damit? Ich habe damals, als Klopp aus Liverpool gegangen ist, auch schon mal solche Andeutungen gehört. Aber ich habe versucht, mich zu informieren. Ich habe keine Ahnung. Weiß einer von euch, was damit gemeint sein könnte? Naja. Lasst das bitte in den Kommentaren. Ich bin echt gespannt, weil ich möchte wissen, über was die da alle reden. Wie dem auch sei, heute dann auch noch die Information, ein Klopp arbeitet weiter ganz normal mit Red Bull. Der war jetzt in Brasilien sich ein Spiel anschauen von einer brasilianischen Red Bull-Mannschaft. Er hat auch ganz normal die Reise zur WM mit ARD, ZDF angekündigt oder wer auch immer die überträgt. Der hat ja Fernsehverträge, also er wird nicht die Vorbereitung von Real Madrid übernehmen. Klang für mich schlüssig. Ja, aber am gleichen Tag hat Fabrizio Romano das hier gesagt. Und ich möchte etwas zur Situation bei Real Madrid klarstellen, denn ich bekomme viele Fragen zu Jürgen Klopp und viele Fragen zu José Mourinho. Was die Situation von José Mourinho betrifft, bleibe ich bei dem, was ich euch bereits gesagt habe. José Mourinho würde sehr gerne zu Real Madrid gehen. Trotz des öffentlichen Interviews von gestern liegt der Fokus von José Mourinho natürlich jetzt darauf, Benfica bis zum Ende der Saison zu helfen. Aber José Mourinho würde sehr gerne zu Real Madrid gehen und Florentino Pérez ist sich dessen absolut bewusst. Es wird weitere Kontakte zwischen Jorge Mendes, dem verantwortlichen Berater, und Real Madrid geben. Nach dem, was ich höre, wird der Vertrag nicht das Thema sein. Laut meinen Informationen wäre der Vertrag kein Problem. Es liegt an Real Madrid zu entscheiden. Sie müssen entscheiden, ob sie den Knopf drücken und die Operation Mourinho zurück aktivieren wollen oder nicht. Es liegt allein an Real Madrid und im Moment liegt die Entscheidung in den Händen von Florentino Pérez. José Mourinho wartet also. Real Madrid wurde informiert. Die Ausstiegsklausel bei Benfica endet in den letzten Maitagen, sodass fast ein Monat Zeit bleibt, die Klausel zu aktivieren oder gegebenenfalls zu versuchen, mit Benfica zu verhandeln, ohne über die Klausel zu sprechen. Die Beziehung zwischen den beiden Vereinen ist wichtig. Dies ist ein weiterer wichtiger Punkt. Real Madrid und Benfica pflegen also ein sehr gutes Verhältnis. Warten wir ab. Schauen wir, was passiert, aber José Mourinho wartet weiterhin auf Real Madrid. Zu Jürgen Klopp. Leute, ich habe euch schon im Januar gesagt, als Xabi Alonso entlassen wurde, dass Jürgen Klopp ein Name ist, der intern im Vorstand von Real Madrid viele Anhänger hat. Aber die Entscheidung liegt in diesem Fall in den Händen von Florentino Pérez. Es ist nicht wie vor ein paar Jahren, als die Geschäftsführung gemeinsam mit Florentino zu 50% beteiligt war. In diesem Fall können Sie natürlich Ratschläge geben, aber Florentino wird das letzte Wort bei der Trainerentscheidung haben. Also, Jürgen Klopp hat intern bei Real Madrid einige Befürworter, aber im Moment hängt alles von Florentino ab. Was Jürgen Klopp betrifft, glaubt Real Madrid, und ich sage es euch seit Januar immer wieder, dass Jürgen Klopp selbst über seine Zukunft entscheiden muss, ob er sich auf den Markt bringen will oder nicht. Real Madrid stört weder Jürgen Klopp noch die Red Bull-Gruppe, bei der er derzeit arbeitet, auch aus Rücksicht auf die Beziehungen. Wenn Jürgen Klopp also hingeht und sagt, ich möchte wieder ins Trainergeschäft einsteigen, ich will als Trainer zurückkehren und bin auf dem Markt, dann könnte das eine Möglichkeit sein.
Aber im Moment ist das noch nicht passiert und Real Madrid betrachtet dies als einen entscheidenden Schritt. Deshalb ist die Situation zwischen Klopp und Mourinho im Moment unterschiedlich. Mourinho wartet auf Real Madrid und hofft auf Real Madrid. Von Jürgen Klopp erhält Real Madrid immer noch keine öffentliche Botschaft über seine Absichten für die Zukunft. Und sie sind der Meinung, dass dies der erste Schritt sein muss, wenn er wirklich für den Job bei Real Madrid in Frage kommen will. Also warten wir ab und schauen, was hier passieren wird. Tja, und jetzt müsst ihr selber entscheiden, wem glaubt ihr mehr? Glaubt ihr mehr einem Fabrizio Romano, dass Real Madrid quasi nur auf ein Zeichen von einem Klopp wartet und Real Madrid dann durchstarten wird? Oder glaubt ihr wirklich, dass das Thema durch ist und Klopp schon bereits entschieden hat, ich werde nicht Trainer von Real Madrid, weil es auch in seinem Privatleben irgendeine mysteriöse Veranstaltung, ich weiß es nicht, irgendetwas gibt, was ihn davon abhält? Ja, wie gesagt, es ist genau unterschiedlich. Hier sagen sie, Klopp ist raus. Fabrizio Romano sagt, Klopp ist noch drin. Real Madrid wartet quasi nur, dass Klopp sich zu Wort meldet. Eine Sache, worüber sich alle im Klaren sind, da hört ihr auch nirgendwo was anderes. José Mourinho möchte unbedingt. Inzwischen berichtet sogar der ABC in Spanien davon, dass Florentino Perez sich entschieden hätte für einen José Mourinho, dass er jetzt nach Portugal reisen wird, um ein persönliches Gespräch mit José Mourinho zu führen. Ich kann euch nur die Informationen teilen und ihr sollt euch eure Meinung selber machen. Sobald es da was Neues gibt, lasse ich euch das wissen. Ja, und zu guter Letzt, um dieses Video zu beenden, gab es noch eine brandheiße Information gestern von OK Diario. Und zwar Enzo Fernandez, der Kapitän von Chelsea, der Spieler der argentinischen Nationalmannschaft, der einzige Spieler, der Weltmeister und Clubweltmeister ist, möchte alles, was in seiner Macht steht, tun, um Spieler von Real Madrid zu werden. Lesen wir uns das einmal durch. Enzo Fernandez erklärt Chelsea den Krieg, um zu Real Madrid zu wechseln. Der Redakteur von OK Diario verriet, dass der argentinische Nationalspieler in diesem Sommer einen Transfer anstreben wird. Enzo Fernandez hat einen Vertrag bis 2032 und der Londoner Verein wird ihm den Abschied nicht leicht machen. Enzo Fernandez will diesen Sommer unbedingt zu Real Madrid wechseln und ist bereit, Chelsea unter Druck zu setzen, seinen Transfer zu verhandeln. Der Argentinier, der am Wochenende vor seinem Trainer wegen seiner Flirtversuche mit Real Madrid suspendiert wurde, weiß, dass seine einzige Chance auf einen Wechsel darin besteht, die Konfrontation mit dem Verein bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. Enzo Fernandez wird die Sache auf die Spitze treiben. Er wird nicht aufhören, um einen Transferantrag erzwingen. Das Problem sind die 110 Millionen Euro, die Chelsea für ihn bezahlt hat. Also, das ist die Information vom OK Diario. Ihr wisst, in England in der Premier League gibt es sowas wie einen Transfer Request und das möchte ein Enzo Fernandez anscheinend erzwingen. Er möchte wohl unbedingt nach Real Madrid. Ganz ehrlich, überrascht mich nicht. Wenn man die Interviews, die ich euch im Laufe der letzten Woche schon gezeigt habe, sich angehört hat, der hat durch die Blume oder nicht durch die Blume offen gesagt, seine Lieblingsstadt ist Real Madrid. Er wünscht sich Madrid etc. pp. Deshalb wurde er sogar bei Chelsea gesperrt. Dieser Transfer-Request wäre wohl die nächste Lösung. Aber, lieber Enzo Fernandez, nur weil du bei Real Madrid spielen möchtest, heißt das noch lange nicht, dass Real Madrid dich haben möchte. Ich würde auch gerne bei Real Madrid spielen. Und ich kann auch einen Transfer-Request hier auf meinem YouTube-Kanal stellen, hilft mir aber nicht weiter. Denn Real Madrid, wie gesagt, hat ja noch gar keine sportliche Ausrichtung. Das wird der nächste Trainer übernehmen. Sollte es jetzt wirklich ein José Mourinho werden, muss ein José Mourinho erstmal sich überlegen, ist Enzo Fernandez der Richtige für mich? Mein erster Gedanke schon, ich glaube, die beiden würden gut zusammenpassen. Aber ja, ich glaube, das Sagen liegt im Endeffekt immer noch auf der Seite von Real Madrid. Das neue Projekt, der neue Trainer. Sollte der neue Trainer Interesse an Enzo Fernandez haben, wird dieser alles dafür tun, aber uns muss auch bewusst sein, der wird nicht günstig. Also ich glaube, da muss man mindestens 100 Millionen plus zahlen, um den Argentinier zu bekommen. Ja, und ich lasse jetzt meine persönliche Meinung zu seinem Charakter mal weg. Ich frage euch, wäre Enzo Fernandez für euch ein Spieler, der euch illusioniert?
Ja, genug jetzt. Meine Kinder möchten jetzt noch Zeit mit Papa verbringen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Ihr habt viele Informationen bekommen. Lasst eure Gedanken in den Kommentaren, sowohl zu Dani Ceballos und der Eskalation mit Arbeloa, als auch zu dieser gesamten Trainerdiskussion. Wem vertraut ihr da am meisten? Und auch zu Enzo Fernandes. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hypt dieses Video, würde unglaublich weiterhelfen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt drauf. Am 1. Mai ist der perfekte Tag, um mal zu gönnen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. A la Mari!